Wir praktizieren die verschiedenen Teile von Shared Governance bei der Schweizerischen Post in ganz unterschiedlichen Bereichen. Im Sinne von One Size Fits All leben wir nicht, sondern wir schauen, was das Bedürfnis ist der verschiedenen Teams und Bereiche und nehmen rollenbasiertes Arbeiten, Teile von Soziokratie, Holokratie, halt was das Business unterstützt. Es geht immer nicht nur um die Praktik, es geht vor allem darum, den Business Value für unsere Kunden zu erhöhen und entsprechend wählen wir die Managementmethode. Die Auswirkungen für uns intern sind, unsere Mitarbeitenden fühlen sich besser abgeholt, weil sie können sich einbringen ins System, gerade wenn sie in Rollen unterwegs sind. Haben sie mehr Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln, indem sie von einer Rolle eine andere Rolle übernehmen, sprich der Sprung, um ein neues Arbeitsfeld sich anzueignen, ist kleiner, als wenn sie den Job wechseln müssten. Sprich, die interne Mobilität des Talentmanagement ist einfacher und auch die Mitarbeitenden fühlen sich besser abgeholt. Auf der externen Seite, für uns ist es nicht so relevant, beziehungsweise unsere Kunden, für sie ist es nicht relevant, wie wir aufgestellt sind intern oder wie wir uns managen. Was wir aber beispielsweise merken in Stellenausschreibungen, wenn wir von Holokratie sprechen, erhalten wir mehr Bewerbungen, weil es auch immer mehr junge Talente gibt, die diese flexible, mitarbeitendenzentrierte Arbeitswelt erleben wollen. Aus meiner Sicht gibt es ganz klar eine Verbindung zwischen Managementmethode und sozialem und ökologischem Einfluss. Management lebt vor, es muss walk the talk, sprich als Vorbild fungieren und Zielsetzungssysteme, was sie einfordern von ihrer Organisation, das wird auch gelebt und das bestätigt und schafft auch Kultur. Sprich, wenn ein Management sagt, Ökologie ist relevant, dann ist es relevant für die Organisation. Entsprechend ganz klar eine Verbindung zwischen Management und den Themen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft bei der Schweizerischen Post noch ganz viel über Shared Governance sprechen, weil es einfach sinnvoll ist. Unsere Welt wird immer dynamischer. Das heißt, wir müssen flexibler sein und noch flexibler werden. Wir müssen neben Effizienz vor allem auch effektiver werden und da helfen uns Shared Governance Ansätze gut. Das heißt, wir haben heute schon viele Teams und Bereiche, die mit Shared Governance unterwegs sind und ich hoffe, es werden noch mehr. Den Tipp, den ich immer gebe, ist, wenn ihr startet mit der Reise, sei es in Richtung Shared Governance, Selbstorganisation, auch Agilität, nehmt eure Mitarbeitenden von Anfang an mit, sprich lebt die Partizipation schon im Prozess, um auf den Weg zu gehen und nicht erst top-down diskutieren, entscheiden und dann die Mitarbeitenden einbinden. Das ist eigentlich schon der erste große Fehler in diesem Prozess. Deswegen Mitarbeitende einbinden von Anfang an.